Ja, hallo. Hier möchte ich euch jetzt noch eben zeigen, welches Getreide ich für den Frischkornbrei verwende und was man sonst noch so dazu tun kann. Ja, also mir ist auch wichtig, dass da immer ein bisschen Fett mit drin ist. Es gibt viele Vitamine, die besser aufgenommen werden, wenn auch ein bisschen Fett mit im Essen ist. Und ja, dann fangen wir jetzt einfach mal damit an. Das habe ich jetzt für das Video rausgesucht. Das ist ein kleiner Rest, an dem die Kinder sich begnügt haben. Aber das Gute für das Video ist, dass hier ja, mehrere verschiedene Nüsse drin sind, solange die Kinder noch was da gelassen haben. Also hier seht ihr jetzt eine Mandel und das sind Cashewkerne. Und ja, hier ist auch noch eine halbe Erdnuss. Die haben die Kinder wahrscheinlich übersehen, sonst wäre die nicht mehr da. Und Walnüsse, ja, wurden offensichtlich auch schon aufgegessen. So, aber es gibt hier auch noch also ein paar Kürbiskerne sind das, glaube ich. So, und ja, wenn euch sonst noch irgendwelche Nüsse einfallen, es gibt ja noch ganz viele verschiedene Nüsse. Auf jeden Fall, ja, für einen richtigen Frischkornbrei braucht man auch ein paar Nüsse. So, und dann als nächstes auch zu dem Thema, wie ich ein bisschen gesundes Fett mit ins Essen bringe. Seht ihr hier den Boxhornklee. Wenn ihr das ausprobieren wollt, also es ist sehr, 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 sehr gesund. Wir sind im Moment auch alle ein bisschen erkältet. Und deswegen habe ich heute Morgen ein bisschen Boxhornklee mit ins Essen gegeben, was allerdings recht bitter ist. Das bedeutet, ihr solltet da wirklich sehr vorsichtig mit sein, wenn ihr den Geschmack nicht kennt und nicht wisst, ob ihr das mögt. Dann solltet ihr den Boxhornklee sehr vorsichtig verwenden, weil der sehr, sehr bitter ist. So, auch der Sesam, das hier ist gerösteter Sesam, auch der kann recht bitter sein, wenn man zu viel davon nimmt. Und hier haben wir noch Leinsaat. Das ist auch besonders gut, wenn man zum Beispiel Verdauungsprobleme hat. Aber da sind auch ansonsten relativ viel Vitamine drin, wie eigentlich in all diesen Schalenfrüchten. So, und jetzt komme ich zu dem Getreide. Hier habe ich als erstes Reis. Ich esse ganz gerne auch Reis mit im Frischkornbrei. Das ist Vollkornreis, wie alles bei uns in Vollkornqualität. Und das hier ist Hirse. Da weiß ich gar nicht, ob es die auch ohne Vitamine, also geschält und alles gibt. Aber ich versuche immer das zu nehmen, was mit Schale und mit allen Vitaminen und Mineralstoffen ist. Weil, ja, wenn ich esse, dann kann ich auch ruhig die Vitamine mit essen, denke ich mir. Das hier ist jetzt noch Roggen. Ist auch gut. Aber auch mit dem solltet ihr auch vorsichtig sein, was den Geschmack angeht. Auch davon habe ich gerne ein kleines bisschen im Frischkornbrei, aber wenn ihr nur den nehmt, das ist schon etwas spezieller. Das gilt übrigens auch für die Hirse. Ich glaube, der Reis wäre noch am unproblematischsten. Der ist geschmacklich sehr neutral. Also ich finde den eigentlich sogar noch mit am leckersten. Aber die Hirse nehme ich gerne, weil da sehr viel Eisen drin ist. Und das für Kinder und Frauen besonders, für Männer natürlich auch, aber bei Kindern und Frauen stellt man sehr häufig einen Eisenmangel fest. Und deswegen versuche ich Eisen, wenn es überall, wo es geht, mit in die Nahrung zu packen. So, hier haben wir Dinkel. Das ist so das Standardgetreide, was man nehmen kann für den Frischkornbrei, Dinkel oder Weizen. Ich nehme aber lieber den Dinkel. Da ist zwar auch Gluten mit drin, für alle von euch, die Probleme mit Gluten haben,
aber es wird von sehr vielen Leuten besser vertragen als der Weizen. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen weniger Gluten drin. Also ich habe von vielen Leuten gehört, solange ihr keine richtige Glutenunverträglichkeit habt, sondern nur ja, das ein bisschen schlecht vertragt, dann ist Dinkel eine ganz gute Variante zu Weizen.